Die deutsche Literatur. Im Juli 1794 passierte etwas Besonderes in der kleinen Stadt Jena. Zwei Männer kamen aus einem Vortrag über Botanik, also über Pflanzen. Der eine war schon ein großer, weltberühmter Autor, der andere jünger und körperlich oft krank. Sie gingen zusammen auf die Straße und begannen zu diskutieren. Der jüngere Mann sagte, dass Pflanzen nicht nur wissenschaftliche Fakten sind, sondern eine Idee repräsentieren. Der ältere Mann blieb stehen und hörte fasziniert zu. Diese zwei Männer waren Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Dieser einfache Spaziergang war der Beginn der berühmtesten Freundschaft in der deutschen Literaturgeschichte. Ihre Zusammenarbeit nennt man heute die Epoche der Weimarer Klassik, in der sie nach absoluter Harmonie und Schönheit suchten. Ohne diesen Tag hätten wir viele weltberühmte Gedichte heute nicht. Bevor Goethe und Schiller enge Freunde wurden, gab es eine sehr stürmische Phase. Man nennt diese Epoche passenderweise Sturm und Drang, etwa 1765 bis 1785. In dieser Zeit waren die jungen Autoren echte Rebellen. Sie wollten nicht mehr nur rational und logisch denken. Für diese junge Generation waren das wilde Gefühl, die Natur und die absolute Freiheit das Wichtigste. Goethe schrieb in dieser Zeit einen Roman, der ihn in ganz Europa berühmt machte: Die Leiden des jungen Werthers. Es ist die tragische Geschichte eines jungen Mannes, der unglücklich verliebt ist. Das Buch war so extrem populär, dass junge Männer plötzlich die gleiche Kleidung wie Werther trugen: eine gelbe Weste und eine blaue Jacke. Es war der erste große Trend in der europäischen Buchgeschichte. Nach der strengen Klassik kam eine neue Epoche, die Romantik. Autoren wie Novalis oder E.T.H. Hoffmann schrieben über Träume, Magie und die dunklen Seiten der menschlichen Seele. In diese Zeit passt auch ein Genre, das wir nicht vergessen dürfen: das Märchen. Sicherlich kennt ihr Geschichten wie Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel. Interessanterweise haben die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm diese Märchen nicht selbst erfunden. Sie waren Sprachwissenschaftler und haben alte Geschichten gesammelt. Sie haben viele gebildete Menschen in ihrem Umfeld befragt und sich Volksmärchen erzählen lassen. Dann haben sie diese sprachlich bearbeitet. Ihr Ziel war es, die deutsche Kultur für die Zukunft zu retten. Heute gehören die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm zu den weltweit am meisten übersetzten deutschsprachigen Büchern. Ein weiterer fantastischer Autor aus dem 19. Jahrhundert war Heinrich Heine. Er war ein Meister der Ironie und ein sehr mutiger Kritiker der Politik. Heine liebte Deutschland, aber er war frustriert über die fehlende persönliche Freiheit und die extrem strenge Zensur der Zeitungen. Weil er in Deutschland als Schriftsteller nicht mehr sicher war, musste er nach Paris ins Exil gehen. Von Frankreich aus schrieb er scharfe, aber auch sehr melancholische Texte über seine alte Heimat. Sein bekanntestes Werk ist Deutschland, ein Wintermärchen. Das ist ein langes, satirisches Gedicht. Darin kritisiert er die deutsche Gesellschaft mit sehr viel Humor und klugen Worten. Heines Texte sind sprachlich elegant und leicht zu lesen.
aber der Inhalt hat immer eine tiefe Bedeutung. Wenn wir über deutschsprachige Literatur sprechen, müssen wir unbedingt auch nach Prag schauen. Dort lebte Anfang des 20. Jahrhunderts Franz Kafka. Er ist vielleicht der international einflussreichste Autor der deutschen Sprache. Kafkas Geschichten sind seltsam, düster und oft wie ein Albtraum. In seinem berühmtesten Buch Die Verwandlung wacht der Protagonist Gregor Samsa eines Morgens auf und hat sich in ein riesiges, hässliches Insekt verwandelt. Kafka schrieb über die Angst des modernen Menschen vor Bürokratie und anonymen Systemen. Seine Texte sind so einzigartig, dass es heute sogar ein eigenes Adjektiv dafür gibt. Man nennt Situationen, die total absurd und unheimlich sind, einfach kafkaesk. Machen wir einen Sprung in die Weimarer Republik der 1920er Jahre. Die Welt war stark im Wandel. In Berlin tanzten die Menschen Charleston, es gab neue Musik und eine neue Art von Literatur. Die Schriftsteller wollten die Realität jetzt genauso zeigen, wie sie wirklich war. Kalt, laut, schnell und oft sehr hart. Diese literarische Richtung nennt man die Neue Sachlichkeit. Ein berühmter Autor dieser Zeit ist Erich Kästner. Viele kennen ihn heute vor allem für seine wunderbaren Kinderbücher wie Emil und die Detektive. Aber er schrieb auch großartige, kritische Romane für Erwachsene, wie zum Beispiel Fabian. In diesem Buch beschreibt er das wilde, aber auch extrem deprimierende und unsichere Leben im Berlin der späten 20er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Deutschland im Jahr 1945 in Trümmern. Alles war zerstört, die großen Städte und auch die moralischen Werte. Das spiegelt sich in den Texten dieser schwierigen Zeit wider. Man nennt diese Epoche die Trümmerliteratur. Die Sprache war komplett anders als früher, sehr direkt, unpoetisch, hart und absolut ehrlich. Ein sehr wichtiger Autor dieser Zeit ist Wolfgang Borchert. Sein Theaterstück Draußen vor der Tür erzählt die Geschichte eines einfachen Soldaten, der aus dem Krieg nach Hause kommt und seine Heimat nicht mehr wiedererkennt. Die Tragik ist, Borchert war selbst sehr krank aus dem Krieg zurückgekommen. Er starb 1947 im Alter von nur 26 Jahren. Genau einen Tag, bevor sein berühmtes Theaterstück zum ersten Mal gespielt wurde. Nach dem Krieg wurde Deutschland bald geteilt in die BRD im Westen und die DDR im Osten. Das bedeutete auch, dass sich die Buchwelt in zwei völlig verschiedene Richtungen entwickelte. In der DDR kontrollierte der kommunistische Staat die Kunst. Es gab eine strenge Zensur. Trotzdem gab es im Osten sehr kreative Schriftsteller. Eine der bekanntesten Autorinnen war Christa Wolf. Ihr Roman Der geteilte Himmel erzählt von einem jungen Liebespaar, das durch die deutsche Teilung und die Politik getrennt wird. Autoren in der DDR mussten oft zwischen den Zeilen schreiben. Das heißt, sie benutzten kluge Metaphern, um das System zu kritisieren, ohne dass die Regierung die Bücher sofort verbieten konnte. Heute ist die deutschsprachige Literatur extrem vielfältig und bunt.
Es gibt fantastische Kriminalromane, historische Geschichten und Romane über aktuelle gesellschaftliche Probleme. Ein weltberühmtes modernes Buch aus Deutschland ist Das Parfüm von Patrick Süßkind. Wenn ihr heute anfangen möchtet, deutsche Literatur zu lesen, müsst ihr natürlich nicht sofort mit den schwierigen Texten von Goethe oder Schiller beginnen. Es gibt großartige moderne Autorinnen und Autoren wie Julie C. oder Daniel Kehlmann. Julie C. schreibt unglaublich spannende Romane über hochaktuelle Themen wie Technologie oder das moderne Dorfleben. Daniel Kehlmanns Bestseller Die Vermessung der Welt ist historisch interessant und dabei sehr lustig. Diese Autoren haben eine klare, moderne Sprache. Ihre Bücher eignen sich wunderbar für Deutschlerner auf dem Niveau B1, um den Wortschatz ganz natürlich zu erweitern. Das war's für heute mit Episode 12 von German Decoded. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die literarische Geschichte hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, welches deutsche Buch ihr als nächstes lesen wollt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Lesen.